Issey Miyake ist wieder da. Und ich habe ja die beiden Herrschaften, Le Dessé, vorgestellt als Eau de Toilette und Eau de Parfum. Jetzt ist die Parfüm-Variante am Start. Und ich habe ja letztens in meinem Video schon gesagt, wo soll der oder das Parfüm eigentlich eingeordnet werden? Weil das Eau de Toilette mit Ingwer und Salzakkord ohne Ende ist einfach für den Tag sehr, sehr gut geeignet. So, das Eau de Parfum, was wir hier stehen haben, ist mit Weihrauch, Amber und natürlich den Salzakkord, nur weniger Salzakkord, für den Abend sehr gut geeignet. Ja, nun kommt aber das Parfüm. Dann habe ich so ein bisschen Angst gehabt, was kann man daran, oder was haben sie jetzt gemacht? Haben sie es versaut oder nicht? Weil das ist für mich die beste Reihe der letzten Jahre, was frische Düfte angeht oder überhaupt Düfte angeht. Finde ich sehr, sehr geil. Wir kennen natürlich Salzakkorde, aber das macht Issey Miyake noch ein bisschen besser und anders. Warum, weshalb das Parfüm aber ja das Beste ist aus der Reihe vielleicht, das sage ich euch dann. Wir gehen rein, mein Name ist Dennis. Schön, dass ihr da dabei seid. Moin aus Hamburg. Ja, Le Dessé, Issey Miyake als Parfüm. Ja, und der Duft, ja, was soll ich sagen? Also, er rundet sich natürlich komplett rein in die Runde. Nur so schön. Es ist erstmal ganz schwer, den Duft zu beschreiben. Tiefer, runder, abgerundeter. Hier kommt jetzt Safran hinzu. Amber bleibt, Safran, Salzakkord, aber auch nicht so stark, natürlich wie beim Eau de Toilette, aber man merkt ihn. So wie eigentlich, so stark wie eigentlich beim Eau de Parfum. Aber wir haben hier noch einen leichten Lederakkord. Ja, der Flakon ist noch ein bisschen dunkler als das Eau de Toilette, glaube ich. Der Lederakkord, besser gesagt, hat man eigentlich grundsätzlich nicht in der, sag ich mal, in der Parfümpyramide ist, in der Inhaltspyramide ist das nicht aufgelistet, aber es wird dabei sein. Es ist auch nicht immer alles, was ihr zum Beispiel auf Parfumo, Insider jetzt mal, es ist nicht immer alles gelistet. Die Marken geben nicht, oder Parfümeure geben nicht immer alle Inhaltsstoffe bekannt, weil, ne, ihr wisst schon warum. Und zweitens wird das auch die meisten Endabnehmern überfordern, wenn da so eine Liste steht. Manche machen das, manche nicht. Hier richtig ganz klar ein Lederakkord. So, mit Safran, den Salz und das Salz besser gesagt. Und ja, sehr schön geil. Man hat hier natürlich auch die Eigennoten drin, genauso wie in den Eau de Toilette und Eau de Parfum. Aber das Parfüm rundet das einfach noch ab. Es ist genial gemacht und ja, wahrscheinlich blendet das ein bisschen. Schönes Teil. Das sind 100 ml, weil, wie gesagt, ich habe die 100 ml auch da. Dementsprechend, ja, muss ich sagen, es ist schon top. Muss ich schon wirklich gestehen. Was soll ich anders sagen? Wenn man salzige Düfte, nochmal, ich muss es erwähnen, dass es kein Vergleich mit Megamare ist von Ordo Parisi. Den könnt ihr nicht vergleichen. Das ist so, das ist mehr Brack oder willst noch ein bisschen was Verrostetes rausholen. Ein geiler Duft, ne? Aber die Titanic immer hochholen, sage ich ja, das habt ihr hier wirklich nicht. Es ist immer rund, cremig ein bisschen. Das habe ich auch beim Original. Das ist also nichts Schlechteres oder so. Wenn ihr mich jetzt fragt, braucht man alle drei, sage ich euch ja. Nicht, weil ich Fan bin von der Reihe, weil es einfach so ist. Weil das ist schon elegant, sagen wir mal so. Das ist ein salziger, eleganter Duft. Durch Safran natürlich, dass die Eigen mal hin und her, oder lassen wir mal dahingestellt sein. Und den Amber ist das hier einfach richtig stimmig zusammengefügt. Wahrscheinlich werden noch mehrere Versionen folgen, so wie wahrscheinlich Absolut, Extrait. Bitte aber eigentlich nicht, weil diese drei, früher hätten 3 Filme ja auch gereicht. Ne, früher hat man gar nicht so viel Ableger gemacht von Filmen. Das gab auch nur mal einen Film, vielleicht mal Teil 2, das war aber schon, ne, sehr viel. Und dann hatten vielleicht mal einen, so wie bei Rambo oder was auch immer, da hat man dann noch mal 3 Teile gemacht. Aber man muss aufpassen, das nicht auszuschlachten wie Fast and the Furious zum Beispiel, ne? Teil 11, 12 und so weiter. Das ist einfach, ich bin der Meinung, man sollte jetzt Schluss machen.
Issey Miyake ist vielleicht noch ein bisschen anders gestrickt als viele andere aus Japan. Die sind so und so ein bisschen anders gestrickt. Aber natürlich merkt er auch, wenn es sehr, sehr gut läuft. Aber gucken wir mal, ob da wirklich noch das Absolu kommt oder das Extrait de Parfüm. Dann wären es 5. Absolu wäre bestimmt der nächste Schritt und dann das Extrait. So könnte ich mir das vorstellen. Aber ganz ehrlich, ich würde jetzt aufhören, weil das Eau de Toilette sehr nice, wenn es warm ist am Tag. Das Eau de Parfüm, nice, wie gesagt, mit dem Weihrauch noch und so weiter. Einfach für abends und für sehr geile Gelegenheiten, auch wenn es warm ist, natürlich auch das Parfüm. Was man auch im Winter dann tragen kann, weil durch den Safran und so weiter und so fort ist es einfach, die Tiefe ist da. Es ist kein schwerer Duft, aber die Tiefe ist da. Übrigens alle bei mir Haltbarkeit-mäßig sehr, sehr gut. Und sie kommen einfach sehr gut an. Und nicht nur bei Bekannten, sondern einfach auch da draußen. Ich war einkaufen, ich habe das gar nicht mitbekommen. Bei Edeka zum Beispiel. Da haben 2 Damen eingepackt und so weiter. Und die haben auf jeden Fall gesagt, was riecht hier so lecker? Und dann ist mein Sohn zu mir gekommen, meine Frau. Und ja, da bin ich nochmal vorbeigegangen. Da habe ich, glaube ich, das Eau de Toilette getragen. Aber egal, auch das Eau de Parfüm und dieser Duft, das Parfüm, kommen richtig gut an. Das kriegt man auch nicht so hin mit Algen, Salzwasser, ne? Also das ist schon richtig gut gemacht. Und das ist Japan-Style, würde ich fast so, ne? Issey Miyake aus Japan. Ja, würde ich so wirklich unterschreiben, passt. So, ihr habt hier nicht Moschus oder irgendwelche, keine Ahnung, was, so wie bei Eau de Paris ist da Moschus gern mit drin, grundsätzlich Moschus, was den Duft komplett anders macht, ja. Eichenmoos ist hier übrigens auch noch mit drin, aber da müsst ihr keine Angst haben. Vielleicht habt ihr so ein Feeling, was den Hintergrund so mitschwingt, aber das ist alles sehr, sehr nice. Also, nochmal, ich hole sie alle 3, bin ich der Meinung, solltet ihr testen oder in der Sammlung haben. Das sind geile, salzige, sommerliche Düfte, die ihr meines Erachtens alle übrigens, am meisten natürlich jetzt das Parfüm, definitiv auch im Winter tragen könnt. Ich habe ja schon mal gesagt, ich wiederhole mich, dass sommerliche Düfte oder Sommerdüfte besser gesagt im Winter manchmal noch besser kommen, weil sie sich noch viel besser entfalten. Ne? Die Duftmoleküle und so weiter entfalten sich viel besser. Ja, und der Duft ist auch, also er hält richtig gut und auf den Klamotten noch besser. Also er rundet sich hier richtig schön ein. Schöne Reihe. Allerdings, wie gesagt, ich würde jetzt Schluss machen, um einfach das ist ein Status, diese 3 Dinger. Weil im Issey Miyake das Werk richtig gut gemacht hat. Ein richtiger Status. So, was Haltbarkeit, was Sillage angeht, ist das einfach top. So, was die DNA, die Duft-DNA angeht, top. Salz, Ingwer beim Eau de Toilette zum Beispiel, ne, mit Algen auch verfeinert. Punkt. Natürlich einige andere Sachen drin, aber das ist das Hauptteil, was du riechst. Das Eau de Parfüm eben mit Weihrauch noch hinzugefügt, mit Amber, alles so ein bisschen ruhiger, wärmer gemacht und dann das Parfüm, was jetzt noch Safran mit reinbringt ins Spiel. Eichenmoos, Eigen, Salz bleibt so, das finde ich geil. Es wird nicht viel geändert. Aber trotzdem merkt man den Unterschied. So, das ist jetzt nicht so, ach so, wichtig jetzt auch mal zu erwähnen, auch wenn er länger drauf ist. Es gibt ja so Parfümiere, die meinen, ja, wir ändern nur mal die Kopfnote und hinten raus, nach einer halben Stunde hast du denselben Scheißduft wie vielleicht das Eau de Toilette Eau de Parfüm. Nein, das habt ihr hier nicht. Es ist wirklich ein Tick anders, aber er verliert nie die DNA. Und das ist richtig genial. Und deswegen ist das für mich die beste Parfümreihe der letzten Jahre natürlich mit. Da gibt's noch andere, aber grundsätzlich, da ist jetzt nicht einer schlecht. Ich finde wirklich alle top. So. 10er Düfte sind das jetzt nicht. Es ist schwerer, einen Salzduft eine 10 zu geben, obwohl er schon richtig genial. Ich glaube, also das ist eine 8,5, das ist, oder beide 8,5, glaube ich. Eau de Toilette, Eau de Parfüm habe ich 8,5, glaube ich, gegeben. Und das Parfüm ist eine 9. Stand jetzt. Runter wird es nie gehen. Umso länger man einen Duft trägt, umso geiler wird er manchmal. Das habe ich erlebt, wie bei einem Blue Talisman, ne, also das hatte ich da auch, habe ich eine 8,5 mit angefangen, ist jetzt eine 10. Ich bin einfach in diesen Duft verfallen.
Das ist eben so, obwohl auch eine easy, entspannte, leichte DNA eigentlich nicht spektakulär ist. Das ist auch nicht unbedingt spektakulär, aber schwieriger als, finde ich, Blutalisman. Also, weil ein Salz musst du aufpassen, das darf auch nicht überladen werden. Hier ist es am meisten, aber trotzdem richtig cool abgerundet mit den Ingwer und so weiter und so fort. Und auch die Algen dürfen nicht so viel sein, aber das passt einfach perfekt. Dementsprechend, das sind im Endeffekt, auch wenn es ist, also ein Meisterwerk muss nicht unbedingt eine 10 immer sein, ne? Also versteht das nicht falsch. Also ich bewerte so ein bisschen strenger, auch bei Filmen zum Beispiel und deswegen auch bei Essen oder deswegen auch Parfüm. Ich könnte die alle im Endeffekt eine 10 geben, ja, weil es wirklich gute Düfte sind. Aber man muss realistisch bleiben, so ein bisschen sommerlich, salzig. Es ist natürlich schwer was ist jetzt ein 10er Duft, was nicht. Da streiten sich auch die Geister, ne? Aber im Endeffekt wären die wahrscheinlich alle auf 9, also 9, 9, 9,5 eventuell. So könnte man das später wahrscheinlich, ich finde das schon, umso öfter ich die trage, werde ich die wahrscheinlich noch ein bisschen hochhängen. Wie gesagt, im Endeffekt könnte man das auch, obwohl 10er Düfte sind was anderes noch, ne, aber knapp darunter sind geile Dinger. Also solltet ihr testen. Schreibt mir mal in die Kommentare. Ich weiß, ich habe ein Video über die anderen beiden schon gemacht, letztens erst, aber habt ihr den Vergleich jetzt auch mal getestet? Habt ihr inzwischen die Leute, die zum Beispiel die beiden noch nicht kannten, habt ihr inzwischen den mal getestet? Wie findet ihr die? Oder meint ihr auch, dass das Parfüm noch mal alles irgendwie abrundet da? Ich muss natürlich sagen, das Eau de Toilette ist der OG. Daher stammt das alles. Der Ingwer und das Salzakkord. Vor allen Dingen der Salzakkord ist natürlich hier viel präsenter als in den anderen. Es ist der OG. Daher macht es aber den nicht schlechter. Im Endeffekt bleibt es der OG und ich könnte sagen, das ist eigentlich sehr, sehr geil und damit bin ich am meisten mit rausgegangen bis jetzt. Klar, aber nochmal, um da einen rauszufischen, ist sehr, sehr schwer, weil absolut genial. Also ich bin raus, Grüße gehen raus an euch, ganz ruhig und an meine Mitglieder. Schön, dass ihr noch dabei seid oder immer noch dabei seid und auch die Neuen und dementsprechend bis zum nächsten Mal.